Hallo, wieder mit Zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Ihr seht ja, heute ist ja gar nicht viel da drauf auf dem Tisch. Aber wir machen tatsächlich was ganz Leckeres. Und das ist eine polnische Spezialität oder eine schlesische Spezialität, das heißt Żurek. Żurek ist eine Sauermehlsuppe, ganz lecker. Und die wird meistens dann immer zu Ostern serviert bei uns in Schlesien. Aber Suppe kann man ja eigentlich immer essen. Ja? Und im Herbst, wenn es kalt ist, kann man sich immer eine Suppe machen. Wichtig ist, dass ihr, bevor das alles anfängt, schon ungefähr 2 bis 3 Tage vorher anfängt, Vorbereitung zu treffen. Wir müssen nämlich uns hier ein Jour anlegen. Das ist ein Roggenschrot. Und das war ganz wichtig. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche einen Roggenschrot gesucht in Esslingen. Nirgendwo gefunden. Bis ich mal in einen Bioladen gegangen bin, so in Naturgut. Und da gab es aber auch keins. Und dann habe ich halt gefragt, ob die eins haben. Ja, dann haben wir ihn gefunden, aber das waren ganze Stücke. Aber was da in dem Laden war, war eine Mühle. Und man konnte sich ja den Roggen so mahlen, wie man es eigentlich möchte. Da gab es 10 verschiedene Stärken vom Stärkegrad zum Mehlen, zu mahlen, und dann kann man sich das dann so runde mahlen. Also, wenn ihr Probleme habt mit Roggenschrot, einfach mal ins Naturladen gehen, gucken, ob sie so eine Mühle haben, und dann kann man alle Getreidearten sich zurecht mahlen. Genau, und da muss man ja vorbereiten. Das wird dann, der Roggenschrot wird mit warmem Wasser aufgefüllt, da kommt noch Knoblauch und Lorbeerblatt, und das muss ja bei Zimmertemperatur 2 bis 3 Tage in so einem abgeschlossenen Glas stehen. Wie ich das gemacht habe, könnt ihr euch gerne angucken auf meinem Instagram, Schlemmen mit Przemek auf Instagram. Da mache ich ein Reel und dann setze ich das dann hin, und dann könnt ihr euch mal genau angucken, wie ich das dann gemacht habe. Genau, das war das eine, was man vorbereiten muss. Und das andere, was man vorbereiten muss, oder sollte, ist Brühe kochen. Ja, wir brauchen 750 Milliliter Brühe. Wie man eine Brühe ansetzt und wie man eine Brühe kocht, da habe ich auch ein Reel gemacht. Und das könnt ihr auch gerne dann bei mir auf der Insta-Seite angucken. Da ist das alles mit Rezept hinterlegt. So, und um die Suppe jetzt zu kochen, brauchen wir Zwiebeln, 2 Eier als Deko, 2 Kartoffeln, 150 Gramm Schweinebauch und eine polnische Wurst. Polnische Wurst, entweder eine Krakauer oder eine Cabanossi. Guckt in gut geführten Metzgereien oder gut geführten Läden, gibt es ja schon mittlerweile gute polnische Produkte. Ansonsten, alle, die in Stuttgart Umgebung wohnen, mache ich euch einen Link unter im Video von meinem guten Freund, den Richard Duda. Der hat einen Laden mit den schlesischen Spezialitäten. Da einfach mal auf die Seite gehen, einfach mal gucken, und der ist auch mit so Verkaufswegen unterwegs in ganz Stuttgart Umgebung bis nach Schwäbisch Gmünd, und hast du nicht gesehen, einfach mal reingucken und gerne bei dem vorbeigehen. Da gibt es auf alle Fälle leckere polnische Spezialitäten. Wenn einer diesen Jour nicht anlegen möchte, kann auch bei ihm im Glas schon fertigen kaufen, und da kann er ganz schnell die Suppe nachkochen. So, und eins fehlt noch, wir brauchen natürlich jetzt für den Jour, den muss ich noch mal rausholen, hier 100 Milliliter saure Sahne. Also ich habe 200, also brauchen wir dann einen halben Behälter. Genau. Und jetzt geht's los mit der Vorbereitung. So, jetzt bereiten wir uns alles vor. Wir brauchen die Zwiebeln. Die schneiden wir. Ihr kennt ja, ich habe jetzt hier so eine Schalotte genommen. Ihr könnt natürlich auch gerne eine normale Zwiebel nehmen. Die dann brauchen wir dann eine große oder wie gesagt so 2, 3 kleine Schalotten, die dann halbieren
Und dann schön in kleine Streifen schneiden. Genau. Oder so eine große Zwiebel in schöne Würfel schneiden. Das geht dann alles wunderbar. So, das wieder zurück ins Schälchen. So, wunderbar. So, dann die Kartoffeln auch. Die auch in kleine Würfel schneiden. Ja, nicht zu klein, aber so einen halben Zentimeter groß. So. Ich habe ja schon mal gesagt, in so einem feinen Sterneküchen wird das alles ganz akkurat geschnitten. Bei uns kommt das alles in unseren leckeren Magen. Es soll einfach nur schmecken. Deswegen einfach nur grob schneiden. Das dürft ihr natürlich aber auch gerne dann alles auf Millimeter genau abmessen. Ich mache es nicht. Bei mir ist Geschmack im Vordergrund. So. Genau. Zack. Wunderbar. Die Kartoffeln tun wir jetzt auf die Seite hier. So, jetzt geht es weiter mit dem Speck. Den Bauch auch. Hier erstmal die Schwarte abschneiden. Das ist jetzt nicht essbar oder ist echt unangenehm zum Essen. Also ich lasse das mal auf die Seite. Was ich aber mache, ich mache das dann rein in die Suppe, weil da ist ja Geschmacksträger Fett. Das kann gerne ausbraten. Nehme ich aber dann, bevor ich serviere, natürlich raus, weil das will ja keiner auf so einen harten Ding beißen. Auf so eine harten Schwarte. Genau. So, und dann den Speck schneiden. So, auch in so Würfel. Nicht so groß, wie gesagt, halben Millimeter. Es sollte schon zu erkennen sein in der Suppe, dass da so ein bisschen Fleisch und Speck drin ist. Das soll definitiv sichtbar sein, aber jetzt keine so große Stücke, dass man dann irgendwie noch Gabel und Messer dazu braucht. Also das wäre jetzt zu groß. So, dann haben wir die Zwiebel, die Kartoffel schon geschnitten. Genau, so, jetzt geht es weiter mit der Wurst. Die auch. Dann so dreimal durchschneiden. Einmal in die Mitte. So, und auch. Das kann zusammenkommen. Das kommt jetzt nachher in den Topf gleich rein zum Anbraten. So, einmal. Und mit der anderen Seite genauso. Schön durchschneiden. So. Wunderbar. So, und da ist ja jetzt schon die Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt haben wir alles zusammengeschnitten, was wir brauchen. Und weiter geht's direkt am Herd. So, ein Topf ist eingeschaltet. Dann kommt ungefähr 2 Esslöffel Öl rein. Nehmt ruhig Sonnenblumenöl. Ich habe jetzt ein Rapsöl genommen. Oder Butterschmalz. Könnt ihr auch gerne nehmen. So, und dann als nächstes die Zwiebel rein. So, schön anschwitzen lassen ein bisschen. Alles raus. So, da kann ja schon der Speck da rein, einfach reinlegen. Genau. So. Wunderbar. So, dann kommt jetzt die Wurst und der Speck auch schon dazu. Dann gibt es einen leckeren Geschmack.
Immer schön rühren, dass es nicht anbrennt. Und mal keine schwarzen Sachen drin haben. So, dann kann man die Kartoffelchen schon reinmachen. Zack. Und mit der Brühe ablöschen. So, und das Ganze runterschalten und jetzt ungefähr 20 Minuten köcheln. So lange, wie lange die Kartoffeln brauchen, bis sie gar sind. So, der Schurek hat jetzt 20 Minuten gekocht. Das köchelt so ganze Zeit vor sich hin. Ja, dann probieren wir, ob die Kartoffeln zum Gar sind. Ihr seht also kleine Würfel. Das passt ja. Wunderbar. So. Jetzt brauchen wir den Schor. So, einmal aufmachen. Ihr seht ja, der ist hier so ein bisschen gegorben, so sauer. Ja, da ist der Lorbeerblatt, 2 Stück und 2 Knoblauchstücke. Und das Ganze kommt jetzt hier in die Suppe rein. Einfach reingießen und jetzt 5 Minuten köcheln lassen. So, die Suppe kocht ja. Da kann ja noch ein bisschen Majoran rein. So ein Teelöffel rein. Das kann ja ruhig nochmal jetzt 5 Minuten mitkochen. Bei den Trockengewürzen ist das eher so, die sollten eher länger in der Suppe kochen, dass sie den Geschmack entfalten. Beim frischen Kräuter immer dran denken, frische Kräuter kurz vor Schluss überall rein tun in die Suppe oder so, weil die dann sofort wieder den Geschmack verlieren und verkocht ja alles. Bei trockenen Gewürzen kann ruhig 5-6 Minuten das Ganze nochmal mitkochen. Yeah, clap your hands, say it together. So, jetzt haben wir den Salat, obwohl es eine Suppe ist. Jetzt hat das 5 Minuten geköchelt. Das tun wir jetzt runterschalen und dann haben wir hier unsere Schwarte, die wir noch drin hatten, ja, die dann einfach rausnehmen vom Servieren. Wo ist das andere Stück? Haben wir ja 2 gehabt, da ist sie. So, das gute Stück. So, oh, heiß, jetzt haben wir heiß gekocht, Leute. So, das da rein. So, wunderbar. Dann einmal probieren. Ah, wunderbar. Beim Würzen muss ein bisschen aufpassen. Denkt dran, da ist die Wurst schon salzig und fettig. Dann immer mal erstmal probieren, bevor man würzt. Nicht, dass man das Ganze versalzen. Ihr müsst ja immer dran denken, wenn ihr dann die Suppe richtig gekocht habt, da habt ihr auch schon dann Salz reingemacht. So, meine Pfeffermühle geht nicht. So, mal gucken. Warum nicht? Hoppala. Mit Gewalt geht es. Jawohl. Es funktioniert wieder. Also, dann immer vorher probieren vom Würzen. Nicht, dass man das nachher alles versalzen hier. So, nochmal Löffelchen. Wunderbar. Ein bisschen Salz kann er gerne rein. So. So, jetzt habe ich es runtergeschaltet, jetzt kocht es nicht mehr. Und jetzt kommt als letztes dazu noch die 100 Gramm Sauerrahm. Dann Löffel nehmen, 200 Gramm, da ist die Hälfte. So, packen wir da rein. So, und das einfach jetzt
ohne zu kochen in der Suppe verrühren. Sonst gerinnt das Ganze, deswegen sollte es nicht mehr kochen. So, und jetzt füllen wir uns wie Schlesier und jetzt haben wir einen wunderbaren Jour gekocht. Ja, das geht eigentlich außer also wie gesagt, das ist ja so bei uns in Schlesien so Ostergericht, aber das kann man an guten Herbsttagen immer einmal kochen und dann einfach vielleicht Freunde einladen und sagen, hier, guck mal, was aus Schlesien, leckeren Jourek. So, und jetzt richten wir das Ganze mal an. So, unser Jourek ist jetzt fertig. Dann dürfen wir das dann anrichten. So. Ihr seht ja, ich habe jetzt die Eier hart gekocht. Mit ein bisschen leichten Körn. So, jetzt kommt die Suppe rein. Und dann 2 Eier als Deko. So, wunderbar. So, Freunde, jetzt haben wir heute was Spezielles gekocht, den schlesischen Jourek. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch machen, weiterempfehlen, verlinken. Ihr wisst ja alles, was ihr machen müsst. In diesem Sinne wünsche ich euch guten Appetit. Auf Polish heißt es Smacznego. Und bis zum nächsten Mal. Yeah, clap your hands, say it together.